Du sag mal, wie kommst du morgens aus dem Bett? Frag mich nicht. Dann bist du also ein Morgenmuffel. Wo bleibt der Kaffee? Ah, er braucht einen Starter. Und du? Kaffee. Dann bin ich wohl der Einzige, der morgens keinen Anlasser braucht. Immer heiter, immer froh. Halt die Klappe. Genau. Hä? Ihr Lieben, da bin ich wieder. Euer Kalle vom immer weiter fortschreitenden und sich Weihnachten nähernden Adventskalender. Heute mit Türchen Nummer 17. Mit wieder voller Breitseite. Leute, was ergeben im Dorf aller Dörfer? Eine Beleuchtungskontrolle, unpassende Matrosenklamotten, Umtopfung von Wohnungen, so von wegen ich Hausboot, du Probenkeller, volle Länge, volle Breite und ein Abendessen mit 3 Damen. Ihr werdet es nicht glauben, da wird ein 1A Piratenlied, also vom Allerfeinsten draus. Ja, so eine Art Instandbesetzung, aber seht selbst. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber, guter alter Spencer. Ja, und der Elvis ist natürlich auch da an der Tür. Ja, Ja, hallo Leute. Leute, Elvis und ich, wir machen uns jetzt auf den Weg, um die Dorfbeleuchtung zu überprüfen. Wir wollen nämlich feststellen, ob wir mehr Laternen brauchen oder weniger. Wo fehlt das Licht? Wo ist vielleicht zu viel davon da? Nicht? Richtig. Sag mal, wann wollen wir denn endlich gehen? Du weißt doch, Lulu und ich, wir haben heute Abend Gäste. Ja. Also, Leute, es geht jetzt weiter bei den Quietsch Boys. Aber wenn ihr glaubt, dass die Quietsch Boys jetzt singen, dann täuscht ihr euch. Nein, hast du die heute Quietsch Boys werden... Wasser getrunken oder was? Die Quietsch Boys. Also Jungs, heute der Piratensong. Nochmal proben, wa? Ja. Also wirklich, Piratensong in den Klamotten. Wir sehen doch aus wie die letzten Limonadebäuche vom vorletzten Butterdampfer. Ja, Hast ja recht. Was? Hast ja recht! Na, endlich mal. Wa? Na, dass ich mal recht habe. Das könntest du mir aber auch netter sagen. Was machen wir? na abwarten. Vom Abwarten wird immer unser Image immer rostiger. Wir sind die Rock-Pop-Top-Gruppe und versauern, es ist zum Verzweifeln. Erst mal abwarten. Ja, ja. Ihr Gurkenköppe. Bis wir endgültig aus der Hitliste rausgeflogen sind. Worauf sollen wir denn bloß warten? Einfach mal abwarten, Mann. Hallo! Kitchi! Hey, Lulu, Mädel, was glanzt in unserer Hütte, hä? Guckt mal, das habe ich euch mitgebracht. Oh ja, dann gib mir gleich Ja, was ist denn das? Ja, das habe Obwohl ich falsch mal. Lulu bestellt, Jungs. Mensch, Die bringt Lulu, das weißt auch du was? tatsächlich her. Ja, unter dieser Flagge werden wir Schätze sammeln. Mann, Lulu, weißt du was? Du bist einfach eine Schatz. Ja, finde ich auch. Komm mal her, Lulu. Ja, Lulu, ja. Klasse, Mann. möchten Ja. wir Mal auch am einen Kuss Schlagzeug geben. fest. Na, dann tust doch. No, Mann, das sieht so toll aus. Und? Ja, was na und? Was Ich meinten die weiß, damit? Karl Gustav, wir sollen einfach Danke sagen. Danke, Lulu. Oh, ja, danke, Lulu. Lulu, Ja, danke. bitte. Tschüss. Tschüss. Mann, oh Mann, das sieht ja so romantisch aus. Jungs, so wird unser Piratensong ein Hit. Nein, ja. nein. Nee. Mann, ein Hit wird es erst, wenn wir das Hausboot kapern und entern, die Zwillinge rausholen, die Flagge hissen und auf Flusstunnel gehen, Jungs. Also, Karl-Heinz, du schwappst über vor Ideen. Was ich immer sag. Sehr dufte Ideen. Warte mal, Gustav, Ja, du gehst zu den Zwillinge. Ja. Die sollen hier umziehen in unseren Schuppen, ne? Großer Schuppen, volle Länge, volle Breite. Und weil wir unbedingt das Hausboot brauchen. Aber sag's, ist ein bisschen netter, gell? ja, logisch, ich bin ja nicht doof. Ach, guck mal. Ich kann auch ein bisschen netter sein. So, und ich gehe zu Spencer und frag ihn... ich weiß schon, was ich frage. Karl-Heinz, und wen soll ich was fragen? Du gehst zu Lexi und klärst die juristische Seite, Otto. In Ordnung. Ja. Wie heißt die Seite? Na, die rechtliche. Ob wir überhaupt in das Hausboot rein dürfen. Ach so.
Also, das soll ich den Lexi fragen. Ja, komm, Mann, los. Erkennst du mich? Ja, sehr gut zu sehen. Was macht ihr hier eigentlich? Wir kontrollieren die Dorfbeleuchtung. Ach, das ist sehr lobenswert. Erster Abschnitt Lexi, Schloss, Baumhaus. Ja, und der zweite Abschnitt, wenn ich fragen darf? Na, was wohl, der Rest? Tja, und wenn wir jetzt nicht weitergehen, machst du den Rest alleine. Wieso denn das? Na, ich hab's dir doch schon gesagt, weil wir nachher Besuch bekommen, die Zwillinge. Oh, Elvis, so viele Damen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Tschüss, Ich Lexi. esse gerne Abendbrot mit 3 Damen. Tschüss, ihr Nachtwächter. Hallo Lexi, alte Schnabeltasse. Hallo, Karl. Wie war doch der Name? Na, Otto. Otto, richtig. Und, willst du zu mir, Otto? Ja, Lexi, weil die Zwillinge aus dem Hausboot raus müssen. Was? Wieso das denn? Na, weil wir, die Quietsch Boys, ins Hausboot rein müssen mit unserem Piratensong. Interessant. Und was kann ich dazu tun? Naja, es geht um die Dingsseite, die jurische. Was mag das für eine Seite Na, sein? also die jurechtliche. Können wir jetzt ins Hausboot rein oder nicht? Ja, wenn euch die Zwillinge reinlassen, ja. Und wenn nicht? Nein. Aber wir geben ihnen doch unseren Schuppen, Lexi. Volle Länge und volle Breite. Der ist viel größer als das Hausboot. Das ist juristisch gesehen. Ja, das ist es. So heißt die Seite. Juristisch. Ja, juristisch gesehen ist das irrelevant. Irre? Was heißt denn das nun wieder? Irrelevant heißt ohne Bedeutung. Niemand kann in unserem Dorf gezwungen werden, umzuziehen. Das ist ein Wort, Lexi. Es ist zwar traurig für Nein, uns, das ist nicht traurig, das ist gut. Ja, ich verstehe schon, aber für unseren Piratensong ist das schlecht. Na, euch wird schon was einfallen, nicht? Meinst du? Ihr seid doch nicht doof. Was? Ja, stimmt schon. Danke. Tschüss, Lexi. Tschüss, Karl. Wie war doch der werte Name? Karl Otto. Otto, richtig. Sau komisch. Ich möchte wissen, was es da zu lachen gibt. Hallo, Zwillis. Wer ist da? Ich, Karl Gustav. Was ist? Welche bist du? Mona. Was hast du denn für einen blöden Anzug an? Ja, ich zieh mich ja noch um. Was willst du? Also es ist so. Könnt ihr mal eine Weile in unserem Schuppen wohnen? Was? Wieso das denn? Na, weil wir hier singen wollen. Einen ganz witzigen Piratensong. Auf eurem Boot. Und ihr geht so lange in unseren Schuppen. Ja, also... Ja? Nee, also... Ja, unser ganzer Schuppen in voller Länge und Breite für euch allein. Da muss ich erst mal Lisa fragen. Tu das. Ja. Ha! Bist du die andere? Nö. Ich bin ich selber. Ja, ich meine, ob du die bist, die mit den Zöpfen oder ohne. Also oder ich bin die, mit der du noch nicht gesprochen hast, wenn du das meinst. Ja, genau, das meine ich. Hey, was hast denn du für einen blöden Anzug an? Ja, naja, ich zieh mich ja noch um. Na, ob das hilft? Naja, also was willst du? Ach so, ja, also wir wollen hier auf eurem Boot unseren Piratensong singen und auf Flusstournee gehen. Und ihr kriegt dafür unseren Schuppen, volle Länge. Ja, und volle Breite auch. Tja, also, Mona! Ja, der habe ich das doch schon gesagt. Ja, trotzdem. Ja, hier, also wir wollten doch hier singen und ihr sollte, oder auch volle Länge und als Piraten. Ich meine, die Quietsch Boys, die wollten dann... Alle drei? Ja, na klar, alle drei. Also ich weiß nicht. Ein Quietschboy? Ja. Ja. 2 Quietschboys? Ja. Naja. 3 Quietschboys? Ja. Nein.
Oh Mann, vielleicht kommst du endlich mal. Oh. Na, Karl-Heinz? Oh, hoppla. Hallo, Karl-Heinz. Also, alles klar, ne? Alles klar, setz dich. Spencer, Ja. kannst du den Rest alleine machen? Aber Du selbstverständlich. weißt doch, wir haben Gäste, ja? Was gibt's denn, Karl-Heinz? Du weißt, wir wollen unseren Piratensong im Hausboot singen, ja? Und es soll doch alles Ordnung haben. Spencer, kannst uns nicht das Hausboot zuweisen? Was? Nee. Wie stellst du dir das denn vor? Naja, so mit so einem Gesetz erlassen oder so. Irgend sowas. Ja, aber wenn die Zwillinge nicht wollen, ne? Also der Karl Gustav, ja? Du sag mal, also wenn die wollen, Ja. dann Ja, würdest du nun aber... frag sie doch erst mal und dann sehen wir weiter, ja? Ja, oh Mann, hoffentlich wollten die. Mann. So, gehen wir? Ach so, na, ich sitz doch gerade. Also, gut, gehen wir. Leute, es geht jetzt weiter bei den Quietsch Boys, aber singen tun die immer noch nicht. Na, wie war's bei den Zwillinge? Nein. Und was hat Lexi gesagt? Nein. Und was hat Spencer gesagt? Nein. Hallo Quietsch Boys, dürfen wir mal durch? Nein! Dankeschön, danke. Du kannst ja auch noch vorbeikommen, wenn du mit den Lampen fertig Aber gerne, wenn ich nicht störe. Nein, Lulu freut sich immer, wenn du kommst. Ich weiß, aber du bist doch so eifersüchtig. Du weißt Aber doch, ich Gott bin sei abends Dank nie sind wir eifersüchtig. ja nicht doof. Ja, das finde ich ja... wieso, was soll das denn heißen? Ja, das hat Lexi gesagt. Er hat gesagt, uns wird schon was einfallen. Na, Mann, Jungs, wenn hier einer nicht doof ist, ne? Dann bin ich das. Na, das machen wollen wir doch mal erst klar. Mal sehen. Na, wir machen das wie die Piraten in unserem Song. Mit Gewalt. ja, und wen fragen wir da vorher? Ach Quatsch, bei Gewalt fragt man doch niemanden. Ach so. Wir schmeißen die Zwillinge einfach raus. Aber Ja, das Jungs, ist gut. das ist doch aber auch ganz schön traurig. Ach, wieso traurig? Ja. Die hätten uns ja freiwillig reinlassen können, oder? Genau, Karl Gustav, du übernimmst Mona. Kein Problem. Welche ist Mona? Das ist doch egal. Ach so, ja, aber wenn das Mona sein soll, dann ist das doch nicht egal, oder? Ah, manch Ruhe. Karl Otto, du übernimmst Lisa. Naja, also Karl-Heinz, ich würde dich ja jetzt eigentlich auch gerne fragen, welche ist Lisa? Aber wenn du bloß immer Ruhe schreist, dann frage ich lieber erst gar nicht. Ruhe. Los, umziehen auf Piraten. Ja, Und dann die genau. Zwillinge ausboten. Ausboten, jawohl! Schmeckt wunderbar, Lulu. Du musst uns unbedingt das Rezept verraten. Das Rezept ist von Elvis. Oh, Elvis! Ach, übrigens, Lulu, Spencer kommt vielleicht noch vorbei. Oh, das würde mich aber sehr freuen. Den haben die wohl eingeladen, ha? Wie war das? Das interessiert uns doch jetzt einen feuchten Dreck. Los. Jungs, Zwillinge ausboten. Ist der erste August. Was macht ihr denn hier? Ach, wir so ein bisschen frische Luft. So. Ja, ganz schön frische frisch, Luft. die Luft. Was machen wir denn mit der frischen Luft, hä? Schnappen. Schnappen. Und in den hübschen Kostümen, Ja, ja? Spencer, das ist besser, damit das eine Auge nicht so viel Zug kriegt. Ah ja, was machst du denn eigentlich hier? Ich? Oh, ich überprüfe die Dorfbeleuchtung. Aber es ist alles in Ordnung. Bis auf den Krater. Beim Krater ist es ein bisschen dunkel. Ja, aber soweit ich das sehe, interessiert euch das nicht so. Ne? Ich kann dir gar nicht sagen, wie überhaupt mich das nicht interessiert. Ich sehe es schon, ja. Na, dann husch, husch in den Busch. Noch viel Vergnügen, meine Freunde. Tschüss. Tschüss, Spencer. Los, Leute, entern, kapern. Genau. Ente mit Kapern? Schmeckt denn das? Oh Mann, du spielst ja wohl. Geh schon sehen. Was ist denn los? Das interessiert uns ja wohl ganz ungeheuer. Was denn? Da das am Krater dunkel ist. Am Krater? Wir starten unser Angriff von da vorn. Kommt, Jungs. Aber Jungs, hier ist ja überhaupt kein Steg. Das macht doch nix. Pirate springe immer, gell, Gustav? Achtung. Und
Und jetzt aber. Oh, hoppele. Jetzt spring aber du. Nein, du springst doch. Komm, spring du, sein Kerl. Los, spring schon, du Gustav, du Jetzt stell dich doch nicht so an. Jetzt spring du. Jungs, ihr braucht nicht mehr zu springen. Ja? Das Boot ist leer. Ach so, du meinst das Hausboot. Na, dann brauchen wir uns ja nicht mehr so anstrengen. War aber ein tolles Erlebnis. ich wär Sowas gerne von kühn, ey. Oh, Karl Gustav, ich war auch sehr gerne. Aber wenn das hier auch über diesen Steg geht. Ja, eben. Auf einen Also, Jungs, was machen wir denn jetzt? Weg. Also ich Proben bin oder dafür, Pufen? nach dieser ganzen Piraterie, pennen. Ja, genau, ich auch. Ganz so schlecht. Otto, halt! Ja, was ist denn noch? Na Mensch, die Pirateflagge. Ach so, na hier, gib her nimm das sie. Ding. Bitte. So. Aber Vorsicht. Und da gehört sie hin. Genau. Wiedersehen, Zwillinge. Keine Angst, es ist alles gut beleuchtet. Ja. Sag mal, Mona, hast du Angst hier so? Nö. Du? Nö, ich eigentlich auch nicht. Da eine Fahne. Piraten. Ach, Quatsch, es sind doch bloß die Quietsch Boys. Die wollten doch Piraten spielen. Ja, stimmt. Ja. Aber das haben wir denen doch verboten. Oh, hast eigentlich recht. Oh, die sollen was erleben. Na, denn Mann ran. Da erlebst du einen schönen Abend und dann... Ach, sind das müde Piraten. Los, rausreißen. Lisa, räum auf. Los. Hey, die Fahne. Genau, die Fahne. Nein, die behalten wir. Ja, die Fahne bekommt immer der Sieger, nicht der Verlierer. Wir gehen ja schon. Verlierer. Tja. Oh Mann. Sag mal, kannst du schlafen nach dieser Aufregung? Nö. Weißt du, was wir jetzt nehmen, Lisa? Was denn? Rache? Oh, los. Ach so, ja, Leute, also die Dorfbeleuchtung ist jetzt ganz in Ordnung, was? Aber, ja, der Krater, darüber muss ich noch ein bisschen nachdenken. Aber jetzt kommt erstmal der Piratensong der Quietsch Boys. Die waren zwar eben noch nicht zu Hause, aber wir wollen mal sehen, was? So lange können die doch gar nicht Luft schnappen. Wo werden sie sein? Vielleicht beim Eisenbahnwagen. Oh, die pennen aber Der doch. Schnarcher klingt wie Elvis. Moment mal, Jungs. Was denn? Schon wieder eine Idee. Erzähl. Und zwar, wir polen unseren Piratensong einfach auf Eisenbahn. Mann, du Affenkopf, das kannst du doch nicht machen. In den Klamotten, die uns Lulu gebracht hat, Lulu rausschmeißen. Sowas. Ach so, Jungs, Ja, vergesst die Idee. alles klar. gut. Gehen wir nach Hause. Ja. Oh Mann, mein Musikknochen, ehrlich. Meiner das sind nicht. Schmerzen. Jetzt abzuschließen. So schnell abzuschließen. Rache ist süß. Hey, ich hab doch Arschloch. Ja, Mann, das gibt's ja wohl ehrlich nicht. Los, komm, wir gucken mal. Das ist ja wirklich unmöglich. Mach das endlich auf. Ach, jetzt sind wir die Piraten. Ja, wir haben den Keller gekapert. Das ist ja die Höhe. Mein Gott. Ach, die können einem richtig leid tun jetzt. Ja. Also, Jungs, so traurige Pirate wie mir, das hat's in der Geschichte von der ganzen Seefahrt ja wohl noch nie gegeben. Mit Sicherheit. Stimmt. Nee. Aber Mann, jetzt oh gehen Mann. wir erst mal andersrum und dann kommen uns ja vielleicht ein paar neue Ideen. Ich möchte mal wissen, was uns jetzt noch einfallen soll. Mir fällt nichts mehr ein. Ist alles so klasse gelaufen. Augenklappe, schicken Ohrringe und alles, ne? Was so dazu Tolle gehört. Kostüme. Oh Mann, oh Mann. Da ist das Boot, Jungs. Ach, lass mich bloß an Land. Schnell vorbei, der Ort der Schande. Aber hey, wie? halt. Hä? Was ist Stopp denn? mal. Moment. Was willst du denn hier? Was hast du Wartet vor? doch mal ab. Wieso nimmst du denn die mit? So, das hätten wir. Die Fahne? Was willst du mit der Fahne? Das werdet ihr gleich Bahnhof. sehen. Also Karl-Heinz, du Ja? hast ja heute schon eine Menge Ideen gehabt, aber Ist wohl wahr. eine war doch eigentlich so richtig gut. Ne? Ach, guck mal. Ja, jetzt hab ich mal eine Idee. Und wer sagt uns, dass die gut ist? Das weiß ich nicht, aber jetzt gehen wir erst mal alle bei Poldi vorbei Ja, das merke ich auch. und dann sage ich euch, was wir mit der Flagge machen. Oh Mensch, Karl Otto, du red endlich schon. Oh. Alles klar, Jungs. Also, Jungs, wenn
machen das alles ganz anders. Mit Musik und so. Ja, und wer sagt uns, dass die Musik gut ist? Ja, das werden wir noch sehen. Aber ich denke mir, so eine richtig schöne Piratenshow mit den Zwillis zusammen, versteht ihr? Mit Musik. Ach Mensch, ich glaube, wir lachen uns Zwillis eh nur als reiche aus. Damen und wir als Piraten. Also Otto, ich weiß nicht, ob das gut gehen soll. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Also komm. Ich sage nur peinlich, peinlich. Tja, Leute, da kann man ja nur sagen, ein Glück, dass die Quietsch Boys den Karl Otto haben. Dann müssen die Zwillinge ins Hausboot rüber, natürlich. Und wir legen dann mit unserem Ruderboot an. Versteht ihr? Genau. Und dann springen wir. Genau, und dann springen. Genau wie vorhin. Hast du gesehen, wie ich gesprungen bin? Du bist sowieso ein Spitzenspringer, mein Lieber. Tja, Leute, womit soll es denn nun weitergehen? Ach so. Ja, ich würde sagen, doch mit den Quietsch Boys. Ja. Wo sind die denn bloß hingegangen? Seit wir die nicht mehr ärgern können, macht das gar keinen Spaß mehr. Ja, stimmt. Entern ist überhaupt nicht dufte. Total langweilig. Nix los. Ja. Was wollt ihr? Na, Zwillis, wir machen das Ganze jetzt mit Musik. Ein richtiges Quitschikel. Genau, kommt mal her. was? Ich erkläre euch das mal. Also ihr, die Zwillis, Ja. geht auf euer Hausboot. So ist Und wir, die Quietsch Boys, kommen mit unserem Ruderboot Piratenschiff und entern den Kasten. Genau. Und dann werdet ihr natürlich auch richtig ausgeraubt. Das Beste, genau. Mensch, Lisa, dann brauchen wir auch unbedingt was anderes zum Anziehen. Ja, los, komm schnell. Ja, komm mit. Beeilt euch Jungs, nur. wenn wir das Boot dann entern, dann geht's aber zur Sache. Oh ja. Ja gut, dann zur Sache. Meine sehr verehrten Leute, es ist mir eine große Ehre, einem hochwohllöblichen Publikum nunmehr endlich das große Spektakulum von der Eroberung des Zwillingsschiffes durch die Quietsch-Piraten zu präsentieren. Und jetzt das große Rock, Pop, Top, Quietschical! Besitz und Reichtum, Gold und Geld und derlei Schnösel.
wir werden gekapert, ob ihr's glaubt oder nicht. Das stell dir vor, wir sind so Karl Otto, mach ihn die Knie weich. Ihr Holden, ihr Schönen, da hilft kein Gewimmer, da hilft kein Gewimmer. Wir wollen euch verwöhnen. Wir dachten, es wird schlimmer, wir dachten, es wird schlimmer. Denn eins ist so sicher wie das Salz in den Suppen. Was kann das nur sein? Was kann das nur sein? Wir sind die Piraten und ihr seid die Puppen. Wenn das so ist, dann willigen wir ein. Die Piraterie ist unser Geschäft. Wir hoffen, die Kassen sind voll. Wir spielen Piraten wie im Comic-Heft, denn die Spiel zu spielen ist toll. Wir sind eine Mannschaft und leben an Bord, ja, wir leben an Bord. Wir trinken so gern O-Saft. Und dann zieht's uns fort, ja, dann zieht's uns fort. Doch bevor wir hier losziehen, wird das Boot noch poliert. Dort sind die Lappen, dort sind die Lappen. Da haben wir uns selbst aber angeschmiert. Stellt euch nicht so an und wir nehmen das Wappen. Die Piraterie ist unser Geschäft. Wir hoffen, die Kassen sind voll. Wir spielen gerade wie im Comic-Heft, denn ein Spiel zu spielen ist toll. Die Piraterie ist unser Geschäft. Wir hoffen, die Kassen sind voll. Wir spielen gerade wie im Comic-Heft, denn ein Spiel zu spielen ist toll. Denn ein Spiel zu spielen ist toll. Denn ein Spiel zu spielen ist toll. Total, total, total. Ach, Leute, wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen. Hisst die Segel! Ach, da möchte man sich doch gleich selbst ein Auge zubinden. Und das Öhrchen mit schweren Goldreifen schmücken. Und die schwarze Piratenflagge hissen. Ho, Jotto, ho, die Piraten sind do. Bevor ich jetzt die Windsbraut küss, sage ich allen erstmal Tschüss. Das haben sich die Piraten, das haben sich die Quietschboys wohl so schön gedacht, was? Sie Piraten, umgeben von geraubtem Allerlei und die Zwillinge schrubben das Deck. Nix da. Die Mädels wissen genau, wo es lang geht. Auch wenn ihr Hausboot gekapert wurde. Leute, das war's für heute. Daumen hoch und Abo, wenn's gefallen hat. Morgen gibt's ein neues Türchen von Spenzers Adventskalender. Und danke, Maxi, dass dir unser Spencer TV gefällt. Euer Kalle von Spencer TV. Und ihr habt morgen gefälligst gute Laune. Ist das klar? Nö. Ja? Was? Nö. Das werden wir ja sehen. Ja? Was sagst du? Ja. Beide immer noch gemuffelt.